Höhentraining mit eingerollten Lippen. Heute zeige ich dir eine Übung, mit der du genau das trainieren kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolai Kamp Trompetentraining. Bezug nehmend auf das vergangene Video Spielen mit eingerollten Lippen, also Höhentraining, damit wir eben unseren Tonraum erweitern und den am besten natürlich möglichst ausdauernd und locker spielen. Da braucht es natürlich auch eine Übung, damit wir eben genau das lernen umzusetzen und diese Technik in unser Trompetespiel übertragen können. Wir trainieren heute ab dem G2, das heißt nicht in der komfortablen Zone bei C oder G1 bzw. C2, sondern wir starten gleich auf G2, denn schließlich geht es ja nach oben. Wenn wir tiefer anfangen würden, dann würden wir schon viel Luft bzw. auch Energie verschwenden. Deswegen starten wir gleich auf dem G2. Du kannst die Übungen natürlich jederzeit an dein Leistungslevel anpassen und einfach zum Beispiel tiefer beginnen auf dem C2 bzw. E2. Kein Problem. Wenn wir jetzt oben auf dem G2 starten, bauen wir die Übung folgendermaßen auf. Wir gehen immer halbtonschrittweise nach oben. Das heißt erstmal G, Ass, G und jetzt kommt das A on top und wieder zurück zum G. B on top und wieder zurück zum G. Und so gehen wir eben weiter nach oben. Wichtig, wir trainieren diese Übung erstmal im Mezzo Piano bzw. im Piano-Bereich. Wieso das Ganze? Wenn wir lauter spielen, muss unsere Muskulatur dem Druck mehr standhalten. Dementsprechend verbrauchen wir natürlich mehr Kraft, mehr Energie und wir werden schneller K.O. beziehungsweise einfach platt. Deswegen erst immer auf der leiseren Lautstärkenstufe trainieren und wenn das alles gut klappt, dann kannst du auch eine Stufe weitergehen, Mezzo Forte, Forte-Bereich etc. Wenn wir jetzt oben beim C3 angekommen sind, spielen wir natürlich auch wieder zum G2 zurück und wir gehen auch drüber hinweg, also bis zum Cis, D bzw. S nach oben, je nachdem wie du eben heute fit bist, wie du heute hochkommst. Denk immer dran, wir lösen das Ganze nicht mit Druck und Kraft, sondern wir lösen es immer mit der Technik. Zur Erinnerung, die Lippen spannen sich an, die Muskulatur geht etwas nach hinten, das heißt die Lippen werden eingerollt und dementsprechend kommt eine höhere Frequenz zustande. Das bringt dir den Vorteil, dass es oben einfach leichter funktioniert. Los geht's! Atmen nicht vergessen, wenn die Luft knapp wird, müssen wir nachtanken. Jawohl, und wenn du merkst, es geht nicht mehr, dann war's das eben für heute, okay? Also nicht drüber hinweggehen und draufdrücken etc. pp, sondern immer an die Technik dran denken, immer die Technik im Fokus stellen. Manchmal klappt es besser, manchmal klappt es eben nicht so gut. Bei mir ist es heute auch so, ich komme bis zum D, aber ich merke, gestern zu viel gespielt, Auftritt gehabt, die Lippen sind matt, die Muskulatur ist noch müde, ist noch erschöpft, dementsprechend natürlich trotzdem trainieren, trotzdem dranbleiben, denn schließlich wird am nächsten Tag alles wieder besser sein und du profitierst davon, dass du eben diese müde Durststrecke vom Tag vorher durchgestanden hast. Immer mit Köpfchen üben und nicht draufdrücken. Nimm die Lautstärke raus, dann kostet es nicht zu viel Kraft und du kannst die Frequenz mit den Lippen erzeugen. Immer dieses Training am Ende von deinem Trompete üben anstellen. Das heißt nicht ganz am Anfang, weil du noch frisch bist und höher kommst. Nein, ganz im Gegenteil. Wir spielen unsere Sachen, machen unser Warm-up, machen unsere Literatur, unsere Konzerte etc. pp, was eben zum Üben ansteht und bauen letztendlich so im zweiten Drittel, Ende des zweiten Drittels dieses Höhentraining mit ein. Danach gibt es noch tiefe Töne, Long Tones, also lange ausgehaltene Töne für Intonation, für Klang etc. pp. Ein paar Übungen noch. Vielleicht für die Muskulatur, was eben noch ansteht, Atemübungen immer gern gesehen und letztendlich ist dann der Übealltag auch schon abgehakt. Dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Schreib in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert, welche Übungen dir weiterhelfen. Ansonsten noch ein Like und ein Abo dalassen, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.